Du willst wissen, wie sich eine Reise durch Transsilvanien wirklich anfühlt? Dann ist diese Serie für dich. Erlebe mit uns Abenteuer, Kulinarik und Kultur. Entdecke faszinierende Orte und lerne Menschen kennen, die Transsilvanien so besonders machen. Für Discover Transylvania reisen wir 30 Tage lang durch Siebenbürgen. Wir wollen herausfinden, wie vielseitig und interessant diese Region abseits von vermeintlichen Spukwäldern und Vampirschlössern ist. Dafür begibt sich Holger Gutt vor der Kamera mitten ins Geschehen. Für ihn heißt es mitmachen, ausprobieren und nachfragen. Jetzt habe ich ein paar Flammen, ist es. Manchmal bekommt Holger dabei auch Verstärkung von Andi, seinem Vater. Also ich habe schon mal irgendwas geschafft. Aber noch nicht viel. Zusammen waren die beiden vor ein paar Jahren schon einmal auf einem Roadtrip in Siebenbürgen unterwegs. Aber du hattest nie das Interesse, nochmal herzukommen. Holger, das ist doch schöner auf Gran Canaria. Ich bin Michaela und behalte für euch alles mit der Kamera im Blick. Navi packt irgendwie Rumänien nicht. Das war zu weit weg. Genauer gesagt sind es rund 1300 Kilometer bis nach Hermannstadt, unserem ersten Ziel in Transsilvanien. Im Morgengrauen in München gestartet, führt unser Weg jetzt aber erstmal quer durch Österreich bis nach Ungarn. Wir verlassen Österreich. Das sind wir rum. Ja. Die ersten 500 Kilometer sind geschafft. Zeit für eine Mittagspause. Ein Restaurant mit traditioneller Küche an der Landstraße haben wir schon von unterwegs auf Google Maps ausfindig gemacht. Es gibt der Speisung. Für uns ist es nicht die erste Reise nach Rumänien. Doch dieses Mal ist es eine ganz besondere. Denn wir haben uns viel vorgenommen. Die Idee war dieses Mal zu sagen, hey, wir nehmen uns die Zeit, wir reisen wirklich mal proaktiv herum, schauen mal, was Siebenbürgen noch so zu bieten hat, das unabhängig von allen Kirchenburgen und allen historischen Aspekten, auch das Land als touristische Region einfach mal wahrzunehmen. Und ich glaube, viele Dinge haben die Menschen gar nicht so auf dem Schirm. Geschichte aber nicht immer gebracht. Doppelportion Fett und Käse unmittelbar zur Start. Aber Fett müssen wir noch. Ich kann sogar schlafen, glaube ich jetzt. Das ist wie eine Pizza. Da ist Viech nur noch drauf. Das sieht die Viech nur noch drauf. Gestärkt starten wir die zweite Etappe unserer Fahrt bis zur nächsten Landesgrenze. Wenn man sagt, wow, ihr seid schnell. Ah, wir sind gar nicht schnell. Schneller besser. Ich kann auch nur schon mal sagen, glaube ich, dass wir die Vampire in Transsilvanien dann vertreiben mit dem Essen. Jetzt. Wenn jetzt irgendwie. Ach so. Du kannst Knoblauch. Weitere 400 Kilometer später kommen wir an der ungarisch-rumänischen Grenze an. Trotz Ferienzeit sind die Autoschlangen überschaubar lang. Warten müssen wir trotzdem. An den Kontrollhäuschen ist Schichtwechsel. Die Nachtschicht. Kein Witz, es ist jetzt genau 20 Uhr oder 19 Uhr, ihr Ding. Jetzt haben die genau jetzt einen Wechsel drin. Jetzt wechseln sie an allen Häuschen da die Leute. Wisst ihr, wie alle hinten gehen? Mhm. Jetzt geht nichts mehr. Scheiße, 5 Minuten früher da gewesen. Meinst du, das hilft vielleicht ein bisschen Hupe? Wenn du hier suchst, dann kannst du zurückfahren. Das war jetzt das erste Mal nach Rumänien, weil die haben uns natürlich gefilzt. Aber an der rumänischen Grenze. Erst hier lang gewartet und dann an der rumänischen, boah, und wir waren nach einem Jahr, weißt du. Hatten da die Kleider, da haben wir viele Kleider gesammelt, nehmen mit in blauen Säcken hinten. Sagt er, ja, seit einem Jahr seid ihr weg und jetzt kommt ihr mit alten Kleidern und bringt den Leuten ihre alten Kleider. Ihr seid nicht mal ein gutes Jahr weg, so hat er gesagt. Sagt er, ne, und dann für das habe ich 500 D-Mark Zoll gezahlt. Echt? Ja.
Der hat gesagt, wenn ich trage, schaffst du rüber. Okay, was machst du? Er sagt, ich trage sie zurück. Aber sag ich konnte nicht nochmal jetzt wieder nach Ungarn, da hatte ich schon ewig gewartet. Wo soll ich in Ungarn? Soll ich sie in den Müll schmeißen? Als Siebenbürger Sachse stammt Andreas gebürtig aus Rumänien. Nachdem er in den 80er Jahren, noch zu Zeiten des Kommunismus, ausgewandert war, stand er die ersten Jahre regelmäßig an diesem Grenzübergang, um Freunde in Rumänien zu besuchen. Als er seine eigene Familie gründete, war für viele Jahrzehnte Pause. Ein gemeinsamer Roadtrip mit Holger brachte ihn 2016 zu einem Neuanfang mit seiner alten Heimat. Inzwischen ist ein jährlicher Besuch in Siebenbürgen fast schon eine Tradition geworden. Bye. Ciao. So. Das haben wir geschafft. Hinter uns versinkt die Sonne langsam am Horizont. 4 Stunden Fahrt liegen noch vor uns. Doch wir schaffen es nur bis Alba Iulia, 50 Kilometer vor Sibiu. In einer spontan gebuchten Privatunterkunft heißt es für uns jetzt erstmal Motor abschalten. Auch wenn die Vorfreude groß ist, die Müdigkeit ist größer. Gott, ich kann meine Augen gar nicht mehr aufhalten, so müde sind die. 1200 Kilometer und 2 Langosch später sind wir jetzt hier in Alba Iulia. Ja. Gute Nacht. Unser erster Morgen in Rumänien. 1 Stunde Autofahrt steht an. Denn zum Auftakt unserer Reise haben wir uns nicht nur einen ganz besonderen Ort in Siebenbürgen ausgesucht, sondern auch ein außergewöhnliches Wochenende. So, nach ein paar guten Stunden Schlaf und 1, 2 Kaffee und einer guten Dusche geht es jetzt zu unserem ersten Ziel, und zwar nach Hermannstadt, rumänisches Sibiu. Da findet jetzt dieses Jahr das große Treffen der Siebenbürger Sachsen statt. Das heißt, es werden ungefähr, ich weiß es gar nicht genau, zumindest in den letzten Jahren so um die 20.000 Menschen, Siebenbürger Sachsen aus ganz Deutschland und aus der ganzen Welt, nach Hermannstadt kommen, um dann gemeinsam ihre alte Kultur, ihre alte Heimat zu feiern. Das sogenannte Große Sachsentreffen findet in unregelmäßigen Abständen statt. Zuletzt 2017. Ein ganzes Wochenende soll bei Kultur- und Musikprogramm in der gesamten Altstadt gemeinsam gefeiert werden. Für uns heißt es jetzt aber erstmal ankommen. Gut, dann fährst du jetzt weiter. Tschüss. 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 Ich bin jetzt weg. Gute Fahrt. So, mein Vater hat uns jetzt rausgeschmissen. Der fährt jetzt nach Weidenbach. Den treffen wir morgen wieder. Wir haben jetzt noch 2 Stunden bis Check-in. Das heißt, wir müssen uns irgendwie Zeit totschlagen. Ich habe Hunger, ich brauche einen Kaffee und wir haben viele Sachen dabei. Auf dem Weg zur Pension in der Fußgängerzone dauert es nicht lang, bis wir in der ersten Bäckerei vorbeikommen. Ein Snack to go ist noch drin, bevor wir uns für den Abend bereit machen. Rumänien ist zwar in der EU, hat aber keinen Euro und entsprechend müssen wir Geld wechseln. Man kann eigentlich fast überall mit Karte zahlen, aber so ein bisschen Bargeld ist ja auch nicht ganz schlecht. Das mit dem Wechseln ist aber ganz einfach. Man braucht eigentlich nur seinen Personalausweis und sein Geld und da kann man einfach auch schon wechseln gehen. Und das machen wir jetzt. Kleine Wechselstuben findet man am besten in der Innenstadt. Die Kurse sind überall ähnlich und liegen seit einigen Jahren recht stabil bei um die 5 Lei pro Euro. Es gibt aber auch zahlreiche Bankautomaten, an denen man rund um die Uhr Bargeld in Landeswährung abheben kann.
Und das investieren wir jetzt erstmal in ein kühles Bier an einer der Buden auf dem zentralen Festplatz. Heute ist es sozusagen das Warm-up. Der offizielle Teil beginnt am nächsten Tag mit feierlichen Ansprachen und dem kulturellen Highlight des Events, dem großen Trachtenumzug. Wir nutzen heute also nochmal den ruhigen Nachmittag für einen Spaziergang durch die Altstadt. Das ist übrigens die Lügenbrücke. Das ist eine der bekanntesten Bauwerke hier in Hermannstadt. Die Legende besagt, dass sobald ein Lügner sie betritt, die Brücke zusammenbricht. Hoffen wir mal, dass sie gleich den Test von mir besteht. Ob die Brücke bebt, wenn jemand beim Überqueren lügt oder Lügner hinuntergestoßen wurden. Es gibt verschiedene Versionen der Legende. Fakt ist, es war die erste eiserne Brücke Rumäniens. Eine pfeilerlose Liegebrücke, gebaut 1859. Das sind übrigens diese einzigartigen bekannten Dachfenster, diese bekannten Augen der Stadt. Ich weiß, waren die mal, glaube ich, da, um Speck zu trocknen. Nicht nur Speck wurde hinter den vorstehenden Dachöffnungen luftig gelagert, sondern auch Getreide und andere Lebensmittel. Heute gelten sie ebenso wie die evangelische Stadtpfarrkirche oder der Ratsturm als Wahrzeichen der Stadt. Den Abend wollen wir ganz entspannt bei Live-Musik auf der Piazza Mare, dem großen Ring, ausklingen lassen. Doch statt früh ins Bett geht es jetzt noch mit dem Uber zu einer Aftershow-Party. Perfektes Timing. Wir kommen gerade pünktlich zum Auftritt von Sächsisch Kockisch. Er macht Rap auf Siebenbürgisch-Sächsisch. Los geht's. Ich so, hier sind Drogen, ich begresse nicht Hisch. Seit ich bin dann richtig Socks in Sippen, Belgien aus Fisch. Ist egal, ob im Gang Socks oder im Gang nicht. Wir können alle die Uhren, wo der Kopf gekriegt. Ich hoffe, jetzt sein und bitte schmeckt. Die Engel Wurf von der Kopf gekriegt. Ich nehme den Schokan und ich schon auf den Vulkan. Auch dies geht nicht mehr elend, als wäre ich in Schokan. Es geht weiter, steh nicht auf, und ich kann da vorne stocken. Doch ich komm hoch und ich werd mal ich richtig Socks werden. Alle nochmal Vollgas. Wann ich ein Liedchen bin, die das am Herzen wie all dies. All dies, wann ich ein Liedchen bin, die das am Herzen wie all dies. Wie heißt es gleich noch? Bier auf Wein, das lass sein. Wein auf Bier, das rat ich dir. Na dann kann ja nichts mehr schiefgehen, oder? (9:30 Uhr) am nächsten Morgen. Die siebenbürgischen Trachtengruppen aus der ganzen Welt haben sich aufgestellt und warten auf ihren großen Auftritt. Den Umzug durch die Altstadt. Vor der Bühne wird in Formation marschiert und getanzt, bis die Ansprachen beginnen. Ich bitte ans Mikrofon seine Exzellenz Klaus-Werner Johannes, den Präsident von Rumänien. Es sind 800 Jahre vergangen, seit unseren Vorfahren, die nach Siebenbürgen gekommen waren, ihre Rechte urkundlich bestätigt wurden. Als die Sachsen sich im Jahr 1919 in Mediasch für die Vereinigung Siebenbürgens mit Rumänien aussprachen, brachten sie sich in den neuen Staat mit ihrer jahrhundertealten Erfahrung gesellschaftlichen Zusammenlebens, einer reichen industriellen Tradition sowie einem großartigen kulturellen Erbe ein, worauf wir heute zu Recht stolz sind. Für viele das aufregendste Ereignis des ganzen Events, wenn man es nicht verschlafen hat. Ja, das lief jetzt nicht so ganz wie geplant.
Wir haben 13:20 Uhr. Also ich würde sagen, wir haben diesen Umzug und die ganze Ansprache und den ganzen festlichen Teil dezent verpasst. Schande über unser Haupt. Aber ich glaube, wir sind sicherlich auch nicht die Einzigen, die so gegangen ist, nachdem ja gestern die Aftershow-Partys relativ wild waren. Naja, ich brauche auf jeden Fall jetzt mal einen Kaffee. Und dann würde ich sagen, suchen wir mal meinen Vater. Der müsste inzwischen auch schon angekommen sein, der hat mir auch schon geschrieben, der sucht uns auch schon. Am Turm, hat er gesagt. Ich sehe ihn schon, der steht da hinten. Hallo? Stehst du hier? Ich stehe nicht seit lange. Ich stehe Kaffee? Nur seit heute früh stehe ich. Bei einer Runde über den Festplatz treffen Holger und Andi Freunde, Bekannte und Verwandte, die aus allen Ecken Deutschlands, Rumänien und sogar den USA angereist sind. Was sie alle verbindet, sind ihre siebenbürgisch-sächsischen Wurzeln, die hier in Transsilvanien liegen. Und auch wenn ich das nicht mit ihnen teile, kann ich die Bedeutung der Gemeinschaft und die Freude über das Wiedersehen hier in Hermannstadt absolut nachempfinden. Für mich persönlich die schönste Erfahrung an diesem Wochenende. Du kommst keine 5 Meter an dieser Stadt. Servus, grüß dich. Hallo, wie geht's euch? Gut, selber. Inzwischen wieder fit. Zum Wohl, zum Wohl, zum Wohl. Wieder treffen. Durch die Arbeit an unserem letzten Film, Sehnsucht nach einer unbekannten Heimat, haben wir in den vergangenen Jahren viele tolle Menschen kennengelernt. Heute treffen wir Eike Knall, der Holger zu einem Interview für Radio Frankfurt einlädt. Der Film Sehnsucht nach einer bekannten Heimat ist meine persönliche Spurensuche nach dem Gefühl, nach der Frage, was ist eigentlich Heimat? Das muss kein Ort sein, das kann auch Freude sein, das kann ein Gericht sein, das kann ein Geschmack sein, ein Klang von Glocken sein. Seit ich das erste Mal da war, vor zwischen bald 10 Jahren, war ich jedes Jahr wieder da. Ich habe es jedes Jahr wieder hergezogen. Ja. Also Kulinarik ist ein Riesenpunkt, Natur ist ein Riesenpunkt, Gastfreundschaft der Menschen ist ein Riesenpunkt. Ich kann es einfach nur empfehlen. Ja. Cool! Weiter geht's zur Bühne am Großen Ring. Der ist mittlerweile rappelvoll. Noch sorgt die Band Melody für gute Stimmung, während viele schon seit Stunden warten, um sich den besten Platz zu sichern für den Auftritt ihres Stars, Peter Maffay. Dankeschön, Freunde! Es ist ein ganz besonderes Konzert für die Fans und den Musiker. Denn obwohl er selbst siebenbürgische Wurzeln hat und in Kronstadt geboren ist dies sein erstes Konzert in Rumänien. Guten Abend, liebe Freunde, noch einmal in aller Ruhe. Guten Abend. Was für ein wunderschöner Anblick. Was für ein ganz besonderer Augenblick für uns alle, für mich besonders. Das erste Mal in der alten Heimat. Ich bin aufgeregt. Mit dem Konzert geht das große Sachsentreffen zu Ende. Für uns ist es erst der Auftakt der Reise und schon morgen früh wartet ein neues großes Abenteuer auf uns. Bist du bereit? Dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Discover Transylvania. Abonniere jetzt unseren YouTube-Kanal und verpasse nicht, wie es weitergeht. Okay, mal los geht's.
Ich glaube, wir haben eine DNA, dass wir aber mit Menschen können. Ja, und kommunizieren können. 30 minutes, 30 ma'am. Total krass. Das heißt, wir einfach auf dem Flugfeld hier stehen. Das ist total